Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video, einem frischen Video. Ich habe mir lange Pause genommen. Letztes Video mit meiner Fratze, das ist schon fast, glaube ich, 10 Tage her. Und hat verschiedene Gründe gehabt und von daher überlege ich doch ein bisschen wieder mehr Inhalt zu bringen. Muss ich gucken, wie das Ganze so weiter verläuft. Ist manchmal schwer, ja, mit diesen Hintergedanken, aber wir gehen heute mal in meinen zweiten Account rein. Ich zeige euch, wie stark er ist und wir werden Frank ein bisschen aufleveln, weil er hat ja jetzt 14 Skills. Und ich kaufe mir den Speed-Skill, den ich mir hart erspart habe. Nein, doch. Und ja, wir gehen mal kurz rein hier in mein Spiel. Okay, wir gehen hier in die Hundehütte rein. So, zack. Wir gehen auf Frank und wir sehen hier, er hat 11 Millionen, ne? 11,6 Millionen Stärke. Und hier ist noch ein Slot frei, wo natürlich noch der Speed-Skill fehlt. Das ist der teuerste Skill, 300.000 Rubine. Das heißt, wir gehen zurück. Wir gehen in den Animal Shop, wir gehen zu Animal Skills, da ist er, 300.000. Ja, Sultai, aber du hast ja nur 110 Rubine auf dem Konto. Jetzt kommt der Knackpunkt, ja. Wir verkaufen jetzt alles, wir holen uns die ganzen Rubine, die ich überhaupt habe hier in diesem Spiel. Und dann gucken wir mal, ob es reicht. Ich habe das nicht nachgezählt, ich hoffe, ja, weil ich nehme das Video jetzt auf in der Hoffnung, okay, du hast genug. So, und zwar gehen wir kurz in mein Inventar. Wir sehen hier die ganzen Rubine, wir benutzen die mal auf Maximum, zack. 10 mal 975, so, Maximum, zack, 20 mal 52, so, zack, 50 mal 44 Rubine, zack, 100 mal 1204 Rubine, die holen wir uns auch hier raus, zack, 141.000 Rubine, oh, das hat ewig gedauert, ja, so, zack, gut, wir haben jetzt... Oh, das reicht nicht. 280.000. Macht nichts. Ich habe hier noch ein paar Skills, die können wir verkaufen. So, wir gehen mal wieder in mein Inventar und scrollen hier so ein bisschen runter. So, wir haben hier einmal den Scharfschützen-Skill mit der Heilung. Den verkaufen wir jetzt für 4.800 Rubine. Zack. Kavallerie, Verteidigung haben wir hier. Verkaufen wir für 4.800 Rubine. So, dann haben wir noch einen Skill, Melee Training Group Size plus 40, 600 Rubine, naja, immerhin, ne? Dann haben wir dreimal Meat Sheep, wir verkaufen die 3 Stück und das gibt, 9.000 Rubine, so, zack. Wir gucken mal, wir haben jetzt 299.815 Rubine, ja, im Inventar habe ich nichts mehr einzusammeln, ne? Wir gucken mal, ob hier irgendwie Rubine mit bei waren, nein, natürlich nicht. Was können wir noch verkaufen? Wir können noch verkaufen, hier, genau. Wir verkaufen mal Eugenes Tickets, so 112. Dann haben wir noch 42 Stück, die verkaufen wir auch, so zack. Und wir haben, ja, 299.969. Ja, kacke, Sultai, hä? Wie? Jetzt fehlen mir noch ein paar Rubine, wo kriege ich die denn jetzt auf die Schnelle her? Können wir hier noch was verkaufen? Komm, wir gucken mal hier. So, ich müsste irgendwas noch verkaufen hier. Ja, gute Frage. Was verkaufen wir denn hier? Können wir die Rahmen verkaufen? Nee, kann ich das hier verkaufen? Oh, Tatsache, hier, 70 Rubine. Und reicht das? Ja, es reicht. 300.000 Rubine und 39, die sind auf dem Konto. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Hundehütte rein. Wir gehen zu Animal Skills, scrollen ganz weit nach unten. Wo sind wir? Da. Wir kaufen jetzt All Fighters Attack Speed. So, 300.000 Rubine. Einmal natürlich. So, oh Gott, die ganzen Rubine. Zack, da ist sie. Na? Gut, wir gehen jetzt zu Frank. Gehen auf Skill Lernen. Ich habe hier schon alle gesperrt. Ihr müsst die nicht sperren. Ja? Wenn ihr einen niedrigen Skill drin habt, wird er automatisch überschrieben. Ich traue dem System aber nicht, weil ich schon mal knapp 1 Million Rubine verloren habe. Das sind Videos, die könnt ihr euch angucken. Das ist schon über 2 Jahre her. Ja, da war ich ein bisschen perplex. Aber gut, wir gehen jetzt auf Choose a Skill. Wir nehmen den Speed Skill, drücken auf Confirm, auf Trainieren. Okay, wir drücken nochmal Confirm und so, der lilane Skill geht weg und Frank hat jetzt den Speed Skill. Wunderbar, ja, also Frank müsste noch einen Skill mehr haben, dann könnte ich ihm noch eine Fähigkeit dazu packen. Aber ja, da musst du wieder Rubine sparen und das ist echt hart, ne? Okay, Frank hat jetzt 13 Millionen. Das ist gut, ich bin zufrieden und wir gucken uns mal meine Formation 1 an. Wir gehen jetzt mal zu meiner Formation 1. Also, ihr seht, ich habe hier die Whisperers. Ja, die Whisperers sind Nahkämpfer. Nahkämpfer sind stark gegen Scharfschützen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Forschung bei euch erforscht ist. Ich habe die gewählt, die sind alle auf Maximum, auf 140. Mein Vintage Truck, der ist leider nur bei 27,6 Millionen. Es ist hammerschwer,
die Fahrzeuge aufzuleveln. Frank ist hier drin mit 13 Millionen, denn meine Kriegsmaschine mit 6,8 Millionen. Und ihr dürft nicht vergessen, ich habe ja noch die Spezialkarten, ja, also die Spezialisierungskarten. Die gucken wir uns mal an. So, wir gehen mal kurz hier rein in den Boxclub. Okay, das ist Alpha. Alpha hat 3 goldene Skills, jeweils mit Level 68, Level 70 und Level 72. Die geben natürlich enorm viele Buffs. Das können wir uns ja gleich mal angucken. Und zwar Nahkämpferverteidigung plus 140%. Dann einmal Nahkämpfer Lebenspunkte plus 144%. Und Nahkämpferangriff plus 136%. Ja, das ist echt enorm. Ja, wir gucken uns gleich mal an, wie viel Prozentpunkte meine F1 hat. Lydia hat natürlich einen goldenen Skill, ja, Lebenspunkte plus 144%. Ansonsten ja, epische bzw. lilane Skills. Und das gleiche ist auch bei Beta. Lebenspunkte hat er hier, Nahkämpfer 140%. Und die anderen beiden Skills sind lila bzw. episch. Ich habe überall Skills drin. Ich habe auch viele goldene bekommen. Ich habe auch noch welche im Inventar. Und zwar für die Kavallerie. Ganze 3 Stück. Ne? Das seht ihr hier. Kann ich zurzeit nicht verwenden, weil Kavallerie, ja, eine Formation für die zu haben, ist echt teuer mit Yumiko. Ansonsten, ja, die Heimathelden kannst du mit Kavallerie spielen. Ja, und ja, aber die sind nicht so gut. Ne? Von daher, okay. Gut, dann zeige ich euch mal ein paar Kampfberichte oder ein paar Woodberries. So, das, ja, hier habe ich auch gewonnen, genau. Wir gucken mal kurz auf meine Prozentpunkte. Hier oben ist mein Rekrut. Der hat 4% Angriff aller Kämpfer. Denn natürlich die Ausrüstung, die ist noch nicht so hoch. Mein Fahrzeug, hier ist Frank, hier hat er noch 11 Millionen gehabt. Na? Meine Kriegsmaschine. Dann kommen natürlich die Spezialisierungskarten mit den Fähigkeiten. Und wir sehen hier, ich habe einen Angriff von 1301% bei Beta. Dann einmal 1252, 1371. Das ist echt enorm. Also ich bin echt überrascht. Und ja, Alpha hat hier 1417% Angriff sogar. Jetzt kommt der Speed noch mit dazu. Ja, dann habe ich 37 Speed-Geschwindigkeit. Und dadurch kann ich natürlich ein bisschen schneller angreifen bei den Duellen in PvP, natürlich auch PvE und bin dadurch ein bisschen stärker geworden. Na? Okay, Damage Deal, Damage Taken, ja, muss ich noch ein bisschen aufleveln. Das ist wie gesagt das Fahrzeug und das Fahrzeug ist echt schwer. Kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Wir gehen mal hier kurz in die Autowerkstatt rein. So, wir gehen auf Magenta Fury und wir sehen hier, dass ich, ja, den Angriff auf Level 61, wenn ich den aufleveln möchte, kostet der ganze 3700. Ja, das ist noch human. Aber hier Verteidigung und Lebenspunkte kosten hier 6300. Ja? Also irgendwas stimmt hier auch nicht. Mein Fahrzeuglevel ist auf 67. Aber das Aufleveln ist bei anderen viel billiger als bei mir. Womit das jetzt zusammenhängt, ob das ein Bug ist, ich habe keine Ahnung. Die Performance ist hier auf Level 48 und auf Level 20. Marschkapazität ist sehr wichtig. Wir gehen mal zu der Modifikation und die ist fast auf Maximum. Ich brauche noch hier noch ein paar Fahrzeugmarken. Dann kann ich das letzte upgraden und dann ist die auch auf Maximum. Wir können mal kurz in meine Combat Survivors reingehen. Und zwar ist meine F2 ist Negan, der Governor und Pamela. F3, F4 Katze Knicken, ne, das Liebesdreieck und Princess, Mercer und Laura. Meine F5 besteht aus Andrea, Rick und Karl. Ne? Sind schon ganz gut aufgelevelt. Die neuen Helden habe ich auch. Ich habe Tyrese auf Level 80. Ne? Ist ganz okay. Maggie ist auf 58. Und der gute Axel ist auf Level 50. Ne? Bei Axel dauert das ein bisschen länger. Ja, schauen wir mal. Ehe wir die auf Maximum haben, ist das Spiel schon 20 Jahre alt. Ne? Okay, wenn es überhaupt so alt wird. Gut, ihr könnt ja gerne was in die Kommentare schreiben. Ja, wie ist euer Stand der Dinge? Seid ihr stark? Seid ihr zufrieden? Was ist eure F1? Seid ihr lieber Nahkämpfer oder Scharfschützen? Wenn ihr das in die Kommentare schreibt, würde es mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Sultai.